Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist soweit. Coros springt nun endlich auf den AMOLED-Zug auf und kündigt heute mit der Pace Pro die schnellste, hellste und leistungsstärkste Version der Pace-Reihe an. Und die Daten sind vielversprechend. Durch ein 1500 Nits helles AMOLED-Display, es ist ein Dualband-Chip verbaut, Akkulaufzeiten bis zu 20 Tage sollen möglich sein und es gibt auch Offline-Karten auf der Uhr. Und das Ganze verpackt in ein leichtes Gehäuse und zu einem sehr attraktiven Preis. Ich habe die Uhr jetzt einige Tage getestet und verrate euch in meinem Video, was sie alles kann und wie sie sich geschlagen hat. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Ein kleiner Hinweis am Anfang. Auf meiner Uhr läuft noch eine Beta-Software und obwohl alles problemlos und stabil war, möchte ich das Ganze an der Stelle nur kurz erwähnen. Die Coros Pace Pro erscheint in 3 Farben und zwar in Schwarz, Hellgrau und Blau und kostet 399 Euro. Sie hat einen Gehäusedurchmesser von 46 mm und ist 14,15 mm dick. Das Gewicht variiert je nach Band. Mit dem Nylonband wiegt sie nur 37 Gramm, während die Variante mit Silikonband 49 Gramm wiegt. Für das Gehäuse und die Lünette setzt Coros auf Kunststoff, während das Display durch verstärktes Mineralglas geschützt ist. Das Tastenlayout kennt man bereits von der Pace 3. Es gibt eine Seitentaste, die bei der Pace Pro relativ groß geworden ist, und eine digitale Krone, die man zur Steuerung verwenden kann. Das Display selbst ist 1,3 Zoll groß, ein AMOLED-Display, das natürlich auch über Touch zum Steuern ist, hat eine Auflösung von 466 x 466 Pixel und eine maximale Helligkeit von 1500 Nits, was für eine sehr gute Sichtbarkeit sorgt, selbst bei starkem Sonnenlicht. Hervorzuheben sei auch der neue Prozessor, der an der Pace Pro verbaut wurde. Laut Coros bietet er doppelt so viel Leistung wie bei der Pace 3 und agiert beim Zoomen dreimal schneller als die Apex 2 bzw. Apex 2 Pro. Auch der Arbeitsspeicher ist nun dreimal so groß wie bei der Pace 3. Die Coros Pace Pro ist mit einer Vielzahl an Sensoren ausgestattet. Sie hat einen optischen Herzfrequenzsensor, einen Höhenmeter, einen Beschleunigungssensor, ein Gyroskop, einen elektronischen Kompass, einen Pulsoximeter und einen EKG-Sensor. Außerdem ist ein Dualband-Chip verbaut, wodurch die Nutzung der L5-Frequenz neben der L1-Frequenz möglich ist und alle gängigen Satellitensysteme werden unterstützt, das heißt GPS, GLONASS, Galileo, Baidu und QZSS. Die Akkulaufzeit der Coros Pace Pro variiert je nach Nutzung. Im täglichen Gebrauch soll man bis zu 20 Stunden ohne Always-On-Display schaffen. Hat man das aktiviert, sollen immerhin noch 6 Tage möglich sein. Im GPS-Modus schafft die Uhr, wenn ich alle Satellitensysteme aktiviert habe, 38 Stunden und nutze ich den Dualfrequenzmodus, das heißt die L1 und die L5-Frequenz, dann soll sie 31 Stunden schaffen. Wie ihr wisst, ich habe im Alltag das Always-On-Display immer ausgeschaltet und bei meiner Nutzung, und die war recht intensiv, komme ich auf ca. 8 Tage Akkulaufzeit. Intensiv bedeutet bei mir 1 Stunde GPS-Nutzung pro Tag. Hier muss ich dazu sagen, dass ich die Pulsmessung durchgehend eingeschaltet habe und nicht so wie es standardmäßig konfiguriert ist, nur alle 10 Minuten. Ich habe übrigens bei all meinen Läufen den Dualband-Modus verwendet und dabei einen Akkuverbrauch von 3% feststellen können, vor allem wenn ich auf den Datenseiten geblieben bin, und habe ich die Kartenfunktion genutzt und bin durchgehend auf der Kartenseite geblieben, dann war der Verbrauch bei ca. 4%. Eine Frage, die sich definitiv stellt, ist, wo sind die Unterschiede neben der Display-Technologie zur Pace 3? Die Pace Pro ist auf jeden Fall größer als die Pace 3. Hier haben wir einen Gehäusedurchmesser von 46 mm, während wir hier 41,9, also knapp 42 mm haben. Sie ist auch dicker. Auch wenn das hier jetzt gar nicht so auffällt, so hat die Pace Pro eine Dicke von 14,5 mm und die Pace 3 11,7. Auch das Gewicht ist natürlich unterschiedlich. Diese wiegt hier mit dem Silikonarmband 49 Gramm und die Pace 3 38 Gramm. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, und wenn du auch zukünftig keine Videos von mir verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Darüber hinaus würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mein Video bis zum Schluss anschauen könntest, denn das mag der Algorithmus und dann weiß er, dass er mein Video auch anderen vorschlagen kann. Ich sage Dankeschön und es geht auch schon wieder weiter.
Die Pace Pro hat auch ein größeres 1,3 Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixel, während die Pace 3 ein 1,2 Zoll Memory im Pixel-Display hat mit einer Auflösung von 240 x 240 Pixel. Der Prozessor der Pace Pro hat im Vergleich zur Pace 3 eine doppelt so hohe Leistung. Das fällt im Alltag zwar nicht wirklich auf, beim Orientieren auf den Offline-Karten ist dies aber ein großer Vorteil. Die Pace Pro verfügt über 32 GB Speicher, die Pace 3 hat nur 4 GB. Diese Erweiterung ist aber auch notwendig, um die umfangreichen Offline-Karten, aber auch Musikdateien im MP3-Format speichern zu können. Die Pace Pro bietet auch andere Akkulaufzeiten, bis zu 20 Tage ohne dem Always-On-Display. Die Pace 3 schafft es 17 Tage. Habe ich das Always-On-Display aber aktiviert, dann ist natürlich die Pace 3 mit dem MIP-Display besser. Im GPS-Modus alle Satellitensysteme glänzt die Pace Pro dann wieder mit bis zu 38 Stunden, wo die Pace nur 25 Stunden schafft. Und nutze ich den Dualfrequenz-GPS-Modus, dann schafft die Pace Pro mit bis zu 31 Stunden doppelt so viel wie die Pace 3. Den größten Unterschied gibt es bei den Navigationsfunktionen, denn während die Pace 3 nur Brotkrümel-Navigation bietet, hat die Pace Pro Offline-Karten, mehr dazu dann im späteren Verlauf des Videos. Beide Uhren haben auch eine ähnliche Sensorausstattung bzw. fast die gleiche. Es gibt aber einen Unterschied. Die Pace Pro bietet zusätzlich einen EKG-Sensor. Das merkt man hier an dieser metallischen Seite. Das hat die Pace 3 nicht. Die Uhr bietet auch eine ordentliche Auswahl an Trainings- und Gesundheitsfunktionen. Und die wichtigsten, die zeige ich euch jetzt. Für mich war es wirklich eine große Überraschung, dass die Pace Pro jetzt auch Navigation mit Offline-Karten bietet. Das bedeutet, dass ich mir während einer Navigation meine Position auf der Karte anzeigen lassen kann und auch meine zurückgelegte Strecke als Linie sehe. Man kann aber auch eine Route als GPX-Datei auf die Uhr laden und dieser dann folgen. Dabei bekommt man Abbiegehinweise und sieht das komplette Höhenprofil der Strecke. Auch die Trainingsbelastung bzw. die wöchentliche Trainingsbelastung wird auf der Pace Pro ermittelt. Hier bekommt man auch einen empfohlenen Wert, den man versuchen sollte zu erreichen, und auch die Aufteilung der Intensität der letzten 4 Wochen wird auf der Uhr angezeigt. Bei mir wird für diese Woche eine Trainingsbelastung vom Wert zwischen 455 und 890 Punkten empfohlen. Das heißt, ich habe von Montag bis Sonntag Zeit, diesen Wert zu erreichen. Bei mir ist heute Dienstag und da ist der Wert natürlich noch nicht so hoch. Um die Fitness zu steigern, sind neue Reize erforderlich. Der Intensitätstrend auf der Uhr zeigt, wie die aktuelle Belastungsintensität im Vergleich zur Grundfitness steht. Optimal ist ein Wert zwischen 80 und 130%. Ist der Wert zu niedrig, baut man Fitness ab, ist er zu hoch, steigt das Risiko für Übertraining oder Verletzung. Da nicht nur Training, sondern auch Erholung entscheidend für die körperliche Fitness ist, bietet die Pace Pro mit dem Erholungstool eine hilfreiche Funktion, die anzeigt, wie lange es noch dauert, bis man wieder bereit für ein intensives Training ist. Jeder Läufer hat seine Stärken und Schwächen. Mit der Lauffitness bewertet Coros verschiedene Lauffähigkeiten und ermittelt einen Gesamtscore. Dabei fließen Ausdauerfähigkeit, die Fähigkeit an der Schwelle zu laufen, flottes Laufen und Sprinten mit ein. So erhält man ein umfassendes Bild seiner Laufleistung und wo man sich verbessern könnte. Weiters bekommt man auch eine Rennvorhersage, wo man sieht, wie schnell man voraussichtlich bei einem 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathonwettbewerb sein sollte. Seinen Stresslevel im Blick zu behalten ist entscheidend, um im Training wirklich alles geben zu können und auf der anderen Seite ausreichend zu regenerieren. Die Pace Pro unterstützt dabei, indem sie das tägliche Stressniveau ermittelt. Dieses wird anhand der Herzfrequenz und der Herzfrequenzvariabilität berechnet und zeigt grafisch die körperliche Reaktion auf innere und äußere Reize. Wer die Pace Pro auch beim Schlafen trägt, bekommt den HFV-Status angezeigt, der aussagt, wie ausgeglichen das autonome Nervensystem ist. Intensives Training, Alkohol oder zu viel Alltagsstress können diesen Wert negativ beeinflussen. So sieht man auf der Uhr seinen Normalbereich sowie die Werte der letzten Tage. Aber nicht nur der HFV-Status wird nachts ermittelt, natürlich auch der gesamte Schlaf wird getrackt. So bekommt man Infos zu Einschlaf- und Aufwachzeiten und zu den Schlafphasen. Und wer zum Widget der Schlafaufzeichnung blättert, bekommt über dies hinaus Auskunft zur Schlafqualität. Mit der Pace Pro kann man auch einen schnellen Überblick über die wichtigsten Gesundheitsmetriken erhalten, indem man den sogenannten Wellness-Check durchführt. Dazu legt man den Finger auf die Krone und erhält nach ca. 30 Sekunden aktuelle Werte zur Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Stress, Atemfrequenz und Blutsauerstoff. Natürlich bietet die Uhr auch das Tracken von Grundfunktionen wie Kalorienermittlung, Schritte zählen, auch die Stockwerke werden ermittelt, die Trainingszeit wird berechnet und auch die Herzfrequenz kann man sich anzeigen lassen. Außerdem bietet die Uhr ein Widget für die aktuelle Sehhöhe, den Luftdruck, die
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, aber natürlich auch für das Wetter. Und falls man einen Anruf bekommt oder eine Nachricht erhält, dann zeigt die Uhr das ebenfalls an. Wie gut war die Pulsmessung der Pace Pro bei meinen Tests? Ich war einige Male laufen und habe Krafttraining mit der Uhr gemacht und hier sind meine Ergebnisse. Dieses Beispiel zeigt einen konstanten Lauf ohne große Pulsschwankungen und wie man sieht, war das Ergebnis der Pace Pro ausgezeichnet. In den ersten Minuten gibt es minimale Abweichungen, aber danach lief alles einwandfrei. Der Durchschnittspuls der Uhr lag nur 0,38 Schläge vom Brustgurtwert entfernt. Auch bei diesem Lauf hatte die Uhr keine Probleme, im Gegenteil, anfangs hatte eher der Brustgurt Schwierigkeiten, da er nicht genügend feucht war. Nach etwa 15 Minuten musste ich kurz stehen bleiben, habe beide Uhren pausiert und bin dann wieder weitergelaufen. Es gab hier auch einen kleinen Bergaufabschnitt, den ich hochgesprintet bin und auch da hatte die Uhr die rasche Pulsveränderung sofort erkannt. Bei diesem knapp dreistündigen Traillauf, bei dem der Puls ständig rauf und runter gegangen ist, hatte es die Uhr schon etwas schwerer und leistete sich hier und da kleine Patzer. Es gab Phasen, in denen die Pulsmessung wirklich ausgezeichnet funktionierte, aber auch Ausreißer nach oben und anfangs einen Teil, bei dem die Uhr die steigende Herzfrequenz nicht vollständig erfassen konnte. Interessant ist jedoch, dass der Unterschied im durchschnittlichen Puls am Ende des Laufes nur bei 0,8 Schlägen lag. Beim Krafttraining hatte ich mir persönlich nicht allzu viel erwartet. Die Uhr misst den Puls fast immer etwas zu niedrig und viele der Pulsanstiege werden kaum oder gar nicht erfasst. Hier sollte man also keine Wunder erwarten. Wer genaue Werte möchte, der muss wohl zum Brustgurt greifen. In Sachen GPS-Messung hat die Uhr in meinen Tests eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. Bei freier Sicht gibt es nichts zum Beanstanden, die Strecke wird präzise und zuverlässig aufgezeichnet und Ausreißer oder Fehlmessungen kommen praktisch nicht vor. Auch im Wald performt die Uhr hervorragend und ist auf Augenhöhe mit der Phoenix 8, die ich ebenfalls immer mit hatte. Gelegentlich weichen die Messungen minimal voneinander ab, aber das sind wirklich nur Nuancen. Fast bei jedem Kilometer haben sich beide Uhren nahezu zeitgleich gemeldet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Coros mit der Pace Pro eine herausragende Sportuhr auf den Markt gebracht hat, die in vielen Bereichen überzeugt. Der Hersteller hat das Erfolgskonzept der Pace 3 genommen und mit der Pace Pro noch einen draufgesetzt. Das helle AMOLED-Display ist definitiv ein Mehrwert, wenn es um die Kartendarstellung und die Navigation geht. Und verwendet man das Always-On-Display im Alltag nicht, dann ist auch die Akkulaufzeit wirklich gut. Die Uhr ist leicht, trägt nicht auf und bietet meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer mit der Coros-Plattform schon länger geliebäugelt hat, aber kein MEP-Display wollte, der sollte sich auf jeden Fall die Pace Pro genauer anschauen. Oder was sagt ihr? Wie gut gefällt euch die neue Uhr von Coros? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst es mich wissen. Natürlich könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen oder wenn ihr Ideen zu irgendwelchen Vergleichsvideos habt, dann könnt ihr sie mir natürlich auch reinschreiben. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.